Hey. Sorry, ich habe euch gar nicht bemerkt. Ich war ganz versunken und das ist doch eigentlich das Beste, oder? Zumindest war und ist das für mich so. Ein Spiel, ein Buch oder ein Film, in dem ich mich einfach völlig vergessen kann. Da geht wenig drüber. Das sind für mich die besten Medien und ich würde wetten, dass es vielen von euch genauso geht. Aber ist das vielleicht schlecht? Ist das vielleicht sogar ein bisschen gefährlich? Werde ich hier manipuliert? Um diese Fragen geht es in diesem Video. Für mich war der Begriff der Immersion laut Oxford Dictionary das Eintauchen in eine virtuelle Umgebung immer extrem positiv besetzt. Schaut man sich auf YouTube nach Videos zu dem Thema um, gibt es vor allem im englischsprachigen YouTube-Raum eine Unmenge an Videos, vor allem in Bezug zu Videospielen, die diese auch danach bewerten, wie immersiv diese sind. Gleichzeitig gehört dazu häufig die Auseinandersetzung mit der Frage, wie Spiele es schaffen, möglichst immersiv zu sein. Und wie gesagt, für mich waren die tollsten Spiele, aber auch Filme und Bücher, auf die man den Begriff genauso gut anwenden kann, auch auf die, bei denen ich mich selbst ein Stück weit vergessen konnte, in denen ich mich verlieren konnte. Bei meiner Lektüre von Jonas Lüschers Ins Erzählen flüchten für mein Video Rationalität ist überbewertet, bin ich dann über eine ganz andere, eine eher kritische Perspektive auf das Thema Immersion gestoßen. Misstrauisch werden sollten wir, wenn Narrative zu sehr auf Immersion abzielen. Gemeint ist damit das Eintauchen in eine Erzählung, also die völlige Versenkung und das damit einhergehende Ausblenden der Außenwelt, aber auch des eigenen kritischen Bewusstseins. Immersion zielt darauf ab, die Distanz zwischen der Zuhörerschaft oder der Leserschaft und der Erzählung zu eliminieren. Die kritische Distanz soll durch emotionale Nähe abgelöst werden. Wenn man sich auf diesen Gedanken einlässt, fällt es nicht schwer, Beispiele zu finden. Wer einem Harry Potter erstmals in seinem Kampf gegen das Böse in seiner Welt folgt, hinterfragt zum Beispiel vermutlich nicht mehr allzu konsequent den Status quo der bedrohten, vermeintlich guten Welt, die dieser bewahren will. Ob etwa diese verdammt gruseligen und gnadenlosen Dementoren, die ihren Opfern die Seele entziehen, nicht als reguläres Mittel im Strafvollzug grundsätzlich etwas fragwürdig sind. Wer in Breath of the Wild das Königreich rettet, wird sich kaum mit der Frage auseinandersetzen, ob man in Hyrule nicht vielleicht auch mal über eine Demokratie nachdenken könnte. Und wer sich die MCU-Filme ansieht, denkt vielleicht auch nicht darüber nach, was hier über die USA als Weltpolizei und den militärisch-industriellen Komplex vermittelt wird. Ich habe hier natürlich bewusst, auf die Gefahr hin, dass mir das Internet den Kopf abreißt, besonders beliebte Franchises angesprochen, die ich allesamt ebenfalls gerne gelesen, gespielt und gesehen habe. Und ich verstehe total, wenn einige von euch in eine Abwehrhaltung gehen, das ging oder geht mir nämlich genauso. Soll mir ernsthaft abverlangt werden, über jeden Unterhaltungsfilm, den ich gucke, auch ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln? Darf ich mich nicht vielleicht auch mal zurücklehnen und irgendwas einfach genießen? Kann das nicht sogar auch seinen Wert haben? Ja, doch, selbstverständlich. Und gerade auf die letzte Frage kommen wir auch noch einmal zurück. Also reißt mir bitte nicht gleich den Kopf ab. Es geht hier nicht darum, irgendwem die betreffenden Geschichten und Spiele schlecht zu reden oder diese zu canceln, wie man so sagt, sondern darum, sich auf eine andere Perspektive in unserem Umgang mit Medien einzulassen. Hört mir also bitte noch ein bisschen weiter zu, dann könnt ihr gerne das Video disliken und einen gemeinen Kommentar über meinen Schnurrbart dalassen oder so. Wer sich, so die These von Lüscher, voll und ganz auf eine Story, eine Erzählung einlässt, der schaltet ein Stück weit den Schutzschild des kritischen Denkens ab und wird dadurch zwangsweise anfälliger für Manipulation, für das Eindringen von unter Umständen fragwürdigen Gedanken und Ideologien. Lüscher meint, Immersion ist häufig eine Strategie von Erzählungen, die sich ganz der Marktlogik und dem Wettbewerb verschrieben haben. Kritische Distanz ist nicht gefragt, wenn sie etwas verkaufen wollen, sei es eine Hautcreme, ein Lebensstil oder eine politische Ideologie. Das einfachste Beispiel ist hier vermutlich das sogenannte Influencer-Marketing, in dem die Verbindung zur Person und Storytelling zum Bewerben von Produkten genutzt werden.
Aber ganz kurz eine Sache zur App. Es ist eine richtig geile App, bei der Leute Livestreams machen. Du kannst dir Livestreams angucken. Aber es gibt eine Lösung. Und zwar Incogni. Die übernehmen das für Ich glaube, das gibt es auch noch in anderen Farben. Ich kann euch übrigens mit dem Shop unten gleich mal in die Infobox setzen. Hey Freunde, dieses Video ist gesponsert von der Metaphysik der Sitten. Ich hatte früher total Probleme mit meiner Moral, aber seit ich angefangen habe, Kant zu lesen, ist alles viel einfacher geworden. Warnen will Lüscher außerdem explizit vor Erzählungen, die als Methode der Immersion zum Beispiel die Ressentiments und Ängste des Lesers nutzen. Ein Beispiel, das er anführt, ist der Spiegelreporter, der 2018 Interviews mit Bürgerwehren an der Grenze zwischen USA und Mexiko manipuliert und sogar frei erfunden hat, als die echten Interviews nicht die Vorurteile gegenüber dem dummen Amerikaner bedienten, die er erwartet hat und auch haben wollte. Da sie eben die Ressentiments bedient hätten, die er seinen Lesern sowieso schon unterstellt hat. Mann, war das ein langer Satz. Ziemlich gut kann man diese Art der Immersion auch an der Auswahl der Bösewichte im Hollywood-Kino der vergangenen Jahrzehnte sehen. Das sind nämlich häufig Gruppen oder Personen, die in der öffentlichen Wahrnehmung in den USA zu der jeweiligen Zeit sowieso schon als Gegenspieler wahrgenommen wurden. Ab den 50ern über die gesamte Zeit des Kalten Krieges etwa Osteuropäer, in den frühen 2000ern Menschen aus dem Nahen Osten. Um es dem Publikum also leicht zu machen, eine Seite anzufeuern und die andere abzulehnen, bedienen sich Autoren an bereits in der Gesellschaft und den Medien vorherrschenden Ängsten und Perspektiven. Ein letztes Beispiel, das ich hier noch erwähnen will, ist das mittlerweile schon fast inflationär gebrauchte Framing. Dabei geht es darum, dass Themen von Blogs, Zeitungen oder Fernsehbeiträgen auf eine Art beschrieben und sprachlich eingebettet werden, die praktisch nur eine Deutung zulassen, ohne diese noch argumentativ begründen zu müssen. In meinem Video zum Thema Othering hatte ich dazu mal das Beispiel genannt, dass Zeitungsbeiträge, die über eine Straftat durch Menschen mit Migrationshintergrund berichten und die dann abgesehen von diesem Migrationshintergrund keinerlei weiteren Kontext liefern, dafür sorgen, dass auf der anderen Seite eigentlich nur die Idee ankommen kann, dass es eben dieses Ausländersein, das Anderssein ist, das der Grund für die Kriminalität ist. Wenn man sich diese Beispiele vor Augen führt, finde ich die Idee einer manipulativen Immersion durchaus nachvollziehbar, in der die Beleuchtung verschiedener Perspektiven auf ein Thema nicht unbedingt gewollt ist. Und selbst wenn es sich nicht um bewusste Manipulation handelt, würde ich auch zustimmen, dass es schwerfällt, eine kritische, eine Gegenperspektive einzunehmen, wenn wir uns einer Erzählung ganz hingeben. Wir können uns übrigens außerdem als Konsumenten von Medien fragen, ob das Abzielen auf leichte Immersion in Verbindung mit der besagten Marktlogik einer der Gründe dafür ist, dass uns als Konsumenten vom medialen Mainstream immer seltener Neues zugemutet wird. Dass Reboots und das 17. Call of Duty veröffentlicht werden, statt neuer Formate, die uns herausfordern. Es ist nämlich, so würde ich behaupten, sehr viel einfacher, sich auf etwas einzulassen, in etwas zu vertiefen, das wir bereits kennen. Und dementsprechend ist es für Unternehmen einfacher und sicherer, dieses bereits Bekannte zu bedienen. Ein interessantes Video zu dem Thema, das ich empfehlen kann, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und wir sind hier ja ganz unter uns und können ganz ehrlich sein, zu einem gewissen Grad arbeite ich natürlich auch so. Ich versuche durch Animation, Musik etc. immersive Inhalte zu erschaffen, auch weil ich etwas verkaufen will, in dem Sinne, dass ich möchte, dass viele Menschen meine Inhalte sehen. Jonas Lüscher schreibt auch über einen Ansatz, der die genannten Probleme der Immersion in seinen Augen zumindest in Literatur, Filmen und vielleicht auch Videospielen ein Stück weit lösen kann. Seine Idee ist ein Oszillieren, also ein Hin- und Herschwingen zwischen dem, was er Präsenzmomente und Sinnmomente nennt. Der Präsenzmoment beschreibt den Moment der Immersion, wenn wir uns also in der Geschichte verloren haben und ganz in dieser aufgehen. Und dann braucht es, so Lüscher, Sinnmomente, die uns ein Stück weit aus der jeweiligen Erzählung reißen und dafür sorgen, dass wir zum Beispiel das Gelesene in bereits Bekanntes einordnen und kritisch bewerten. In der Praxis können wir dieses Vorgehen in seinem Roman Kraft betrachten. Er schreibt hier einen ganz bewusst nicht unbedingt sympathischen Hauptcharakter, mit dem sich die meisten Leser vermutlich nicht gut identifizieren können. Dadurch will er nach eigener Aussage immer wieder Distanz zur Geschichte erzwingen, die zu den sogenannten Sinnmomenten führt. Für mich war diese Idee auf den ersten Blick ganz schön merkwürdig, ehrlich gesagt. Das hört sich nach einer sehr anstrengenden Leseerfahrung an, oder geht das nur mir so?
Es hilft aber vielleicht, wenn man noch einen Satz zu Lüschers Perspektive auf Immersion und Versenkung in Geschichten einbezieht. Und weil ich der Meinung bin, Immersion, also die Versenkung in den Text, sei beim Lesen eines gut gemachten literarischen Werkes immer möglich, ist rohe sogar eher eine zu tiefe Immersion, die Leser nehmen in der Regel jedes noch so leise Angebot zur Versenkung dankbar an, halte ich es für geboten, meine Aufmerksamkeit vor allem der Distanz zu widmen. Versenkung ist also nach Lüscher etwas, was Menschen zum Beispiel bei guter Literatur sehr leicht fällt und praktisch von alleine passiert. Dementsprechend, und ich kann das nach der Lektüre von Kraft bestätigen, geht es nicht darum, den Leser ununterbrochen aus der Geschichte zu werfen, sondern eher darum, ab und an die Gelegenheit für eine kritische Reflexion des Gelesenen zu schaffen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass dieses Vorgehen in dem Roman ziemlich gut funktioniert. Okay, Spiele, Bücher und Filme, die einen besonders hohen Immersionsfaktor haben, können also zu einem gewissen Grad manipulativ sein und unser kritisches Denken untergraben. Wenn wir diese These mal annehmen, heißt das ab jetzt nur noch Sachbücher und Lernspiele oder eben Geschichten, die auf die Art oszillieren, die Lüscher beschreibt? Natürlich nicht, denn ich würde behaupten, es gibt hier noch eine ganz andere Perspektive, die Lüscher, das muss ich fairerweise sagen, zumindest auch anschneidet. Mein Misstrauen gegenüber der Forderung nach Immersion bedeutet nun aber nicht, dass ich diese grundsätzlich und kategorisch ablehne. Es ist eine Stärke der Erzählung, dass man sich daran verlieren und versenken kann, sich von ihr berühren lässt, dass sie Fremdes erlebbar macht, Dinge in außerordentlicher Deutlichkeit erscheinen lässt, den Gegenstand der Erzählung beinahe handfest greifbar macht und nahezu zur Materialität erweckt. Wenn ihr den Kanal schon eine Weile verfolgt, wisst ihr mittlerweile vermutlich, dass ich mich dem Gedanken, dass Geschichten uns auf eine einzigartige Weise etwas über die Welt beibringen können, sehr verbunden fühle. Dass sie, wie Lüscher sagt, das Fremde für uns erlebbar machen und uns damit vielleicht sogar ein Stück weit Empathie, Mitgefühl und durch das Einnehmen unterschiedlicher Perspektiven sogar kritisches Denken näher bringen können. Die Philosophin Cora Diamond fragt, gibt es nicht so etwas wie den Versuch, das moralische Vorstellungsvermögen zu erweitern? Sie bezieht sich dabei vor allem auf Literatur und die Frage, ob gerade in moralischen Fragen nicht eine gute Geschichte, in der moralische Fragen aufkommen, vielleicht sogar eher dazu geeignet ist, uns hier weiterzubringen, als eine abstrakte theoretische Auseinandersetzung in einem Sachbuch. In meinem Video zu Michael Ende gehe ich auf diese Idee übrigens ausführlicher ein. Ich persönlich würde sogar noch etwas weiter gehen. Nach meiner Erfahrung kann Immersion einen fast heilsamen Effekt haben. Mit Anfang 20 hatte ich eine ziemlich, sagen wir, schwierige Phase, was meine mentale Gesundheit angeht, und zumindest ein Teil dessen, was mir durch diese Zeit geholfen hat, war Immersion. Ich habe mich für etwa 2 Monate am Stück durch den kompletten Dunklen Turm von Stephen King gelesen. Fast jede freie Minute habe ich darauf verwendet, mit Roland und seinen Gefährten durch Midwell zu ziehen. Es gab viele Tage, an denen ich 6 Stunden oder mehr gelesen habe, und am Ende ging es mir irgendwie besser, würde ich zumindest aus heutiger Perspektive sagen. Ich glaube, dass ich mit dieser intensiven Immersion eine recht radikale Auszeit von der Realität und, was vielleicht noch wichtiger ist, von mir selbst nehmen konnte, die mir zu dieser Zeit sehr gut getan hat. Kurzer Einschub an dieser Stelle: Wenn es euch psychisch nicht gut geht, versucht bitte, euch professionelle Hilfe zu suchen. Ich muss es vermutlich nicht sagen, aber Videospiele und Bücher ersetzen keine Therapie. Und um das etwas negativer besetzte Wort zu nennen, Eskapismus, die dauerhafte Flucht in Medien, kann ganz sicher auch negative Effekte haben. Abschließend muss man wohl, wie so oft, sagen, dass ich euch eine eindeutige Antwort schuldig bleibe. Ich denke, es ist viel dran an dem Gedanken, dass wir immer mal wieder einen Schritt zurücktreten sollten von den Medien, die wir konsumieren, um darüber nachzudenken, was genau diese uns eigentlich vermitteln, welches Weltbild hinter der jeweiligen Geschichte steht. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, dass wir immersive Geschichten, in die wir wirklich eintauchen können, brauchen. Dass es einen inhärenten Wert haben kann, sich ein Stück aus der Welt zurückzuziehen, um in eine andere Welt einzutauchen. Um überhaupt zu lernen, sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen, um zu lernen, wie wir unseren eigenen Standpunkt für eine Weile loslassen können, um etwas anderes, etwas Neues zu erleben. Wie steht ihr zu dem Thema?
Mich würde vor allem interessieren, ob ihr es selbst schon mal erlebt habt, dass ihr zum Beispiel eine liebgewonnene Geschichte später zumindest in einigen Aspekten kritischer betrachtet. Wenn euch mehr Videos in diese Richtung interessieren würden, ich denke zum Beispiel über ein ausführlicheres Video darüber nach, inwiefern gerade Videospiele Empathie fördern können, lasst mir gerne ein Like da, teilt das Video und abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.